I never really look back. I just approach life, I take it one day at a time. Tom Cruise und Katie Holmes. Es war das Hollywood-Märchen, das die Welt in seinen Bann zog. Doch hinter dem Lächeln, den Designerkleidern und dem berüchtigten Moment auf der Oprah-Couch gab es eine viel dunklere Realität. Während ihrer Ehe zwang Tom Cruise Katie Holmes, diese Dinge zu tun. Sie werden schockiert sein, wenn Sie die Wahrheit dahinter erfahren. Drücken Sie 1, wenn Sie die Beziehung der beiden immer geheimnisvoll fanden, oder 0, wenn Sie an die Romanze glaubten. Und sehen Sie bis zum Ende zu, um genau zu erfahren, was zwischen dieser einstigen romantischen Liebe wirklich passiert ist. Die Wahrheit dahinter. Es gab eine Zeit, in der Katie Holmes wie in einem Märchen lebte. Sie war Amerikas Liebling, das Mädchen von nebenan aus Dawson's Creek, das mit nur 26 Jahren den größten Filmstar der Welt heiratete. Tom Cruise, damals Anfang 40, war auf Oprahs Couch gesprungen und hatte ihr seine Liebe erklärt. Die Welt staunte, die Boulevardpresse explodierte. Und einen Moment lang schien es, als hätte die Hollywood-Magie ihr perfektes Gegenstück gefunden. Doch hinter dem Blitzlichtgewitter, den roten Teppichen und den Liebeserklärungen entfaltete sich eine andere Geschichte. Eine, die Katie erst Jahre später zu enthüllen begann, vorsichtig, subtil und meist durch Schweigen. Von außen betrachtet sah ihre Ehe wie verzaubert aus. Im Inneren, so sagen Freunde, begann sich Katies Leben fast unmittelbar nach ihrer Verlobung mit Tom zu verändern. Es gab strenge Zeitpläne, die auf die Minute genau eingehalten wurden. Mahlzeiten wurden nach Richtlinien zubereitet. Ein privates Personal, das immer dabei war. Jede Bewegung wurde überwacht, jedes Interview gekocht und jedes Lächeln in der Öffentlichkeit sorgfältig getimt. Sie war wie eine Frau, die sich in sich selbst zurückzieht, sagte ein ehemaliger Bekannter. Sie war da, aber nicht präsent. Von Katie wurde erwartet, dass sie vollständig zu Scientology konvertiert, der Religion, der Tom sein Leben zu verdanken hat. Ihr wurde ein Betreuer der Kirche zugewiesen, ihre Telefongewohnheiten wurden geändert. Ihr langjähriges Team von Publizisten und Anwälten wurde entlassen und durch Leute aus Toms Welt ersetzt. Ihre Mode änderte sich. Ihre Interviews wurden distanzierter. Sie vorsichtig aus, erinnerte sich ein Zeitschriftenredakteur. Als ob sie immer aufpassen würde, was sie sagt. Selbst wenn sie über Suri sprach. Die Stille um Suri. Als 2006 ihre Tochter Suri geboren wurde, zeigte sich Katie überglücklich. Aber auch diese Freude hatte ihre Grenzen. Tom und die Scientology-Kirche hatten bestimmte Vorstellungen von der Geburt, stille Geburten, begrenzter Einfluss von außen und strenge Regeln darüber, was in den ersten Tagen in der Nähe des Babys gesagt oder getan werden durfte. Katie, die katholisch erzogen wurde, hatte wenig zu sagen. Es ging nicht nur darum, eine Mutter zu sein, sagte eine enge Freundin. Es ging darum, eine bestimmte Art von Mutter zu sein, nach sehr präzisen Glaubensvorstellungen. Berichten zufolge, die später von den Paar nahestehenden Quellen bestätigt wurden, wurde Katie davon abgehalten, Suri in traditionellen Schulen anzumelden. Spielverabredungen wurden überwacht, für Ehen war eine Genehmigung erforderlich. Sogar Suris Garderobe wurde zu einem Streitpunkt. Katie hatte Vorstellungen davon, eine Mutter zu sein. Aber in diesem Haus wurden alle Entscheidungen zuerst auf der Grundlage von Toms Vorstellungen getroffen. Isolation im Verborgenen, Katies Welt wurde kleiner. Alte Freunde bemerkten, dass sie weniger zurückrief. Ihre Familie besuchte sie weniger. Es war, als ob sie verschwinden würde, sagte ein ehemaliger Co-Star. Sogar ihre öffentlichen Auftritte wurden immer mehr zum Drehbuch. Interviews mit Tom fanden oft Seite an Seite statt, ihre Antworten waren einstudiert. Wenn ein Reporter in unangenehme Bereiche vordrang, war das Interview vorbei. Sie hatte nicht einmal ihren eigenen Zeitplan für die Presse unter Kontrolle, verriet ein Redakteur einer Zeitschrift. Man musste mehrere Genehmigungsverfahren durchlaufen, nur um ihr 5 Fragen zu stellen. Und doch blitzten die Kameras weiter. Das Paar lächelte weiter. Tom sprach endlos über die Liebe. Katie lächelte, aber ihre Augen erzählten eine andere Geschichte. Sie hatte immer dieses eingefrorene Lächeln, erinnerte sich ein Paparazzo. Perfekte Zähne, perfektes Haar, ihr Gesicht sah müde aus. Die Flucht. Im Juni 2012 änderte sich alles. Ohne Vorwarnung reichte Katie Holmes die Scheidung ein.
Sie tat es schnell, in New York, wo die Gerichte Tom und seinem mächtigen Anwaltsteam weniger wohlgesonnen waren. Sie benutzte Wegwerfhandys. Sie wandte sich an ihren Vater, einen Anwalt, der Berichten zufolge dabei geholfen hatte, die Trennung wochenlang im Geheimen zu planen. Jemand beschrieb Tom als überrumpelt. Aber Katie, sie war bereit. Innerhalb weniger Tage hatte sie das volle Sorgerecht für Zuri. Sie zog in eine New Yorker Wohnung und begann, ihr Leben neu zu gestalten. Sie ließ ihre Freunde wieder herein. Sie kehrte auf die Bühne zurück. Ihre Garderobe entspannte sich. Sie war wieder sie selbst. Sie sah über Nacht 10 Jahre jünger aus, sagte ein Broadway-Star später. Als ob jemand sie von unsichtbaren Ketten befreit hätte. Katie hat in der Öffentlichkeit nie ausführlich über ihre Ehe mit Tom Cruise gesprochen. Wahrscheinlich gab es Vereinbarungen, rechtliche Vereinbarungen, die sie daran hinderten, dies zu tun. Aber in den letzten Jahren hat sie Andeutungen gemacht. In Interviews. Ihre Körpersprache spricht Bände. Die Art, wie sie Zuri streng bewacht und sich weigert, sie fotografieren zu lassen. Sie hat etwas durchgemacht, sagte einmal ein enger Freund, und sie ist gestärkt daraus hervorgegangen. Aber sie wird nicht zurückgehen. Auch Tom hat sich weitgehend in Schweigen gehüllt. Sein Kontakt zu Zuri brach bald nach der Scheidung ab. Er hat sich seit über einem Jahrzehnt nicht mehr mit seiner Tochter fotografieren lassen. Mal sehen, wie das Schicksal sie zusammenführt. Den Mann ihrer Träume treffen. Die bekannteste Beziehung von Katie Holmes war die mit Tom Cruise, der die Hauptrolle in dem Film Mission Impossible spielte. Ihre seltsame und chaotische Romanze zog Hollywood in ihren Bann. Als Holmes jünger war, dachte sie nach eigenen Angaben daran, Tom Cruise zu heiraten. Und die beiden lernten sich schließlich im April 2005 kennen. Zunächst hielten viele ihre Verbindung für eine Medienerfindung. Doch während eines Auftritts in der Oprah Winfrey Show sprang Tom Cruise auf das Sofa und schlug vor Aufregung auf den Boden, bevor er seine neue Freundin aus dem Backstage-Bereich holte. Es war so seltsam, die Beziehung zwischen Cruise und Holmes entwickelte sich schnell. Nur 2 Monate nachdem sie sich kennengelernt hatten, konvertierte Holmes für Cruise vom Katholizismus zu Scientology und wenige Tage später gab das Paar seine Verlobung bekannt. Nur 8 Wochen, nachdem sie sich kennengelernt hatten, machte Cruise Holmes im 2. Stock des Eiffelturms in Paris einen Antrag. Obwohl Cruise Holmes bei dieser Gelegenheit keinen Heiratsantrag machte, schenkte er ihr einen Ring mit 5 Karat gelben Diamanten. Mit der Wahl eines Datums für ihren großen Tag warteten sie jedoch noch eine Weile. Die Romanze von Cruise und Holmes entwickelte sich in rasantem Tempo. 4 Monate nach ihrer Verlobung gaben sie bekannt, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Obwohl niemand die Nachricht hören wollte, war das berühmte Paar überglücklich, Eltern zu werden. Cruise war so begeistert von der Nachricht, dass er ein Ultraschallgerät für ihr Haus kaufte, damit sie die Entwicklung ihres Babys bei jedem Schritt verfolgen konnte. Holmes übersah die Warnzeichen, die von Anfang an vorhanden waren. Ihr Leben änderte sich, obwohl sie wahrscheinlich mit den Flitterwochen der Beziehung beschäftigt war. Ein Jahr nachdem sie sich kennengelernt hatten, brachten Katie Holmes und Tom Cruise ihre Tochter Zuri ins John Health Center in Kalifornien. John's Health Center in Kalifornien. Sie waren überglücklich, ihre neue Tochter Zuri willkommen zu heißen, und die frisch gebackene Mutter nahm sich ein paar Monate frei, um sich um ihr Kind zu kümmern und sich auf ihre bevorstehende Hochzeit vorzubereiten. Obwohl das Paar verlobt war, ein Kind hatte und heiraten wollte, war die Öffentlichkeit nicht von ihrer Beziehung überzeugt. Die neuen Eltern kümmerten sich jedoch nicht darum, was die Medien berichteten, da sie zu sehr damit beschäftigt waren, sich um ihre Kinder zu kümmern. Die extravagante Scientology-Hochzeit von Holmes und Cruise fand in einem malerischen italienischen Schloss aus dem 15. Jahrhundert statt. Holmes trug zu diesem Anlass 2 von dem berühmten Stilisten Giorgio Armani entworfene Outfits. Das perfekte Brautpaar schien zu strahlen und die Boulevardpresse beeilte sich, ein Foto von ihnen zu machen. Obwohl am Ende alles gut ausging, gab es eine anfängliche Herausforderung. Laut Lea Remini musste Cruise fast 20 Minuten warten, nachdem er seinen Platz am Altar eingenommen hatte, bis seine Braut eintraf. Holmes versuchte, ruhig zu bleiben, als die Besucher ihn fragten, ob er teilnehmen würde. Sie wurden sorgfältig beobachtet. Holmes sagte, sie habe sich aus eigenem Antrieb und nicht auf Druck von Cruise dazu entschlossen, Scientologin zu werden, auch wenn in ihrer Beziehung merkwürdige Dinge passierten. Die Kirche überwachte die beiden genau so, dass sie nie allein gelassen wurden. Durch die Bekehrung änderte sich ihr Leben grundlegend. Die junge Schauspielerin begann, sich aus sozialen Kontakten zurückzuziehen.
Sie verbrachte keine Zeit mehr mit ihren Freunden und feuerte ihre Agentur, ihren Publizisten und ihren Manager. Außerdem wurde ihr ein Anstandswauwau zur Seite gestellt, den die Presse als ihren besten Freund bezeichnete. Der Anstandswauwau brach sogar ein Interview ab, das Holmes geben wollte, um die Aufmerksamkeit von Cruises Zugehörigkeit zu Scientology abzulenken. Sie musste gehen. Holmes verlor schließlich die Geduld, weil sie der Kontrolle ihres Mannes und seinem Glauben unterworfen war. Nach fast 6 Jahren Ehe reichte sie die Scheidung an. Um sich und ihre Tochter vor den Scientologen zu schützen, musste Holmes die Scheidung verheimlichen, aber Cruise war nicht darauf vorbereitet und wurde überrumpelt. Holmes hat das Glück, von ihren Eltern unterstützt zu werden. Ihr Vater, ein Anwalt, half ihr, das volle Sorgerecht für Suri zu bekommen und die Scheidung abzuschließen. Auch ihr Ehevertrag beschleunigte ihren Weggang. Eine Klausel im Vertrag besagte jedoch, dass sie nach der Scheidung nicht über Scientology sprechen würde. Ihre Karriere nahm Fahrt auf. Katie Holmes war auf dem besten Weg, eine der erfolgreichsten Schauspielerinnen Hollywoods zu werden, als sie Tom Cruise kennenlernte. Sie spielte in den bekannten Filmen Batman Begins und Thank You for Smoking im Jahr 2005 mit, aber ihre Karriere geriet in den Hintergrund, als sie Cruise heiratete und ein Kind, Suri, bekam. Als Holmes die Schauspielerei wieder aufnahm, schnitten viele ihrer Filme nicht gut ab. Es scheint nicht unwahrscheinlich, dass Cruise auch ihre Arbeit beherrschte, angesichts all der anderen Regeln, die sie während ihrer Ehe befolgen musste. Um ihr Ausscheiden aus der Ehe zu beschleunigen, stimmte Holmes einer Reihe von Dingen zu. Sie musste bestimmte Bedingungen unterschreiben, um Cruise nicht in Verlegenheit zu bringen. Sie musste sich 5 Jahre lang von Dates fernhalten und nichts über ihn oder seine religiösen Überzeugungen sagen. In den ersten 5 Jahren von Suris Leben wollte Cruise nicht, dass Holmes sich einem potenziellen Verehrer nähert. Diese Episode veranschaulicht, wie er die vollständige Kontrolle über Katis Leben hatte, selbst nachdem sie die Ehe beendet hatte, und diese Kontrolle hielt jahrelang an. Irgendwie machte er weiter, aber sie nicht. Im Laufe ihrer Schauspielkarriere hat Holmes verschiedene Charaktere verkörpert, aber die First Lady Jackie Kennedy ist eine ihrer denkwürdigsten. Ihr Debüt gab sie als Jackie O in der kanadisch-amerikanischen Miniserie The Kennedy. Aufgrund des Erfolgs und der hohen Einschaltquoten wurde eine Fortsetzungsserie produziert. Holmes wiederholte ihre Rolle in The Kennedys, After Camelot, manchmal auch als The Kennedys. The Decline and Fall bezeichnet, der Fortsetzung der ersten Serie. In der einstündigen Serie von 2017 spielte Holmes an der Seite von Matthew Perry. Batman Begins, ein Superheldenfilm aus dem Jahr 2005, mit Christian Bale und Katie Holmes in den Hauptrollen. Holmes spielte die Jugendfreundin und potenzielle Geliebte der Hauptfigur, Rachel Dawes. Zu anderen Zeiten arbeitete sie jedoch an der Seite von Batman. Mit Michael Keaton, der Batman in den Tim Burton-Filmen spielt, arbeitete sie auch in dem 2004 erschienenen Film The First Daughter zusammen, in dem die von Holmes gespielte Tochter des Präsidenten beschließt, eine weit entfernte Einrichtung zu besuchen und sich in einen älteren Studenten verliebt. Sie haben ihre Rolle neu besetzt. Batman Begins, The Dark Knight, nahm den Platz von Katie Holmes ein, nachdem sie die Gelegenheit, ihre Rolle neu zu besetzen, abgelehnt hatte. Maggie Gyllenhaal hätte die Rolle beinahe abgelehnt, da sie sich nicht sicher war, ob Holmes ihre Wahl gutheißen wird. Ich wollte sicher sein, dass ich zuallererst ihre Zustimmung habe, sagte sie. Das habe ich, versicherten sie mir. Sie ist mir sympathisch. Ich fand sie erstaunlich. Die Notiz von Gyllenhaal und ihre ermutigenden Worte wurden von Holmes sehr geschätzt. Sie war froh, Gyllenhaal die ikonische Rolle anzubieten, da sie wollte, dass der Film ein Erfolg wird. Ich freue mich darauf, dass alle miteinander auskommen, fügte Holmes hinzu. Trotz des weltweiten Kassenerfolgs von Batman Begins, der über 370 Millionen Dollar einspielte, entschied sich Katie Holmes, nicht für die Fortsetzung zurückzukehren. Aber sie bereut ihre Entscheidung nicht. Warum sie die Bitte des Regisseurs, ihre Rolle als Rachel Dawes zu wiederholen, abgelehnt hat, ist noch unklar. Ich habe die Arbeit am ersten Film sehr genossen und ich wünschte, ich hätte wieder mit Chris Nolan arbeiten können, so Holmes weiter. Maggie hat bewundernswert gespielt. Trotzdem wollte ich unbedingt noch einmal mit Chris zusammenarbeiten. Wir können nur hoffen, dass alles reibungslos verlaufen ist. Leben als alleinerziehende Mutter. Nach ihrer Scheidung musste sich Holmes an das Leben als alleinerziehende Mutter gewöhnen. Sie und ihre Tochter haben viel verloren, obwohl sie berühmt und wohlhabend waren. Seit Holmes die Ehe und den Glauben verlassen hat, hat sich Cruise zudem von seiner Tochter entfremdet.
Holmes wurde das volle Sorgerecht für Suri zugesprochen, obwohl Cruise sie besuchen durfte. Holmes ist Suris einzige Betreuerin, seit sie 7 Jahre alt ist, da Cruise keine Zeit mit Nicht-Kirchenbesuchern verbringen wollte. Suri wird weiterhin Unterhalt erhalten, bis sie 18 Jahre alt wird, aber Holmes wird sich bis dahin allein um sie kümmern. Nach der Scheidung von Holmes und Cruise wurde behauptet, dass Holmes und Suri nicht mit ihren Familien sprechen durften. Aufgrund ihrer Mitgliedschaft bei Scientology waren Mutter und Tochter mit verschiedenen Einschränkungen konfrontiert, die sich auf ihr tägliches Leben auswirkten, und sie konnten erst nach der Scheidung ihre Freiheit wiedererlangen. Es gab das Gerücht, dass Cruise die Korrespondenz von Holmes überwachte, um ihr Verhalten zu überwachen und zu kontrollieren. Er wollte wissen, mit wem sie sprach oder wer versuchte, mit ihr in Kontakt zu treten. Zum Glück können Holmes und Suri jetzt mit ihren Verwandten kommunizieren. Zurück zu TV-Sendungen. Nach einer Reihe von erfolglosen Filmen gab Katie Holmes 2008 ihr Comeback in der Welt des Fernsehens. In einer der Episoden von Ellie Stone spielte sie eine Anwältin. Der Beifall, den sie für ihren Gesang und Tanz in dieser Rolle erhielt, ermöglichte es ihr, ihr Debüt am Broadway zu geben. Als die Schauspielerin im Oktober 2008 ihr Debüt am Broadway in der Inszenierung von Arthur Millers All My Sons gab, erntete sie für ihre Leistung zahlreiche Kritiken. Ein Kritiker des Stücks bezeichnete sie als tragisches Opfer der Regie von Simon McBride. Obwohl sie einige positive Rückmeldungen erhielt, deutete nichts davon darauf hin, dass sie das nächste Theaterphänomen am Broadway werden könnte. Katie gewidmete Lieder. Katie Holmes wurde in einer Reihe von Liedern von verschiedenen Sängern erwähnt, obwohl sie nicht oft als eine kulturelle Ikone betrachtet wird. Katie ist ein Lied, das von einer kleinen, japanischen Gruppe speziell für sie geschrieben wurde. Während der Aufführung ihres Songs High School Never Ends nahm die andere Band, Bowling for Soup, Bezug auf Holmes. Außerdem widmete die britische Underground-Band Fire Exit Holmes 2 Songs, Kite und The Reason I Can't Have Her. Beide Songs handelten von Holmes. John Mayer könnte irgendwann in der Zukunft einen Song über Holmes schreiben. Viele Künstler würden sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, in Friends, einer der erfolgreichsten Sitcoms der 1990er Jahre, mitzuspielen. Katie Holmes konnte jedoch wegen einiger Terminkonflikte nicht an der Veranstaltung teilnehmen. Ihre Beteiligung an der Sendung wurde schließlich von den ursprünglich geplanten 3 Episoden reduziert, die dann angepasst wurden. Hat sie eine romantische Beziehung zu Chandler, wären Ross oder Joey diejenigen gewesen, die sie stattdessen ausgeführt hätten. Es ist möglich, dass wir das nie herausfinden werden. Wir glauben, dass Joey Katie Holmes mit seiner typischen Anmache "Wie geht es dir?" für sich gewinnen konnte, da wir sie und die Besetzung von Friends kennen. Sie war zu Gast in der Show How I Met Your Mother. Obwohl sie nicht in der Lage war, als Gaststar in Friends aufzutreten, spielte Holmes die Rolle der Naomi in der von der Kritik hochgelobten Komödie How I Met Your Mother, die 2011 veröffentlicht. In der Halloween-Episode der Sendung trug Holmes ein Kürbiskostüm, das sexy sein sollte. Holmes hatte außerdem 2 Gastauftritte in der 7. und 9. Staffel der Serie. Ihre Figur trug ein Kürbiskostüm mit ausgestanzten Löchern und flirtete auf der Party mit. Das Ergebnis war, dass die beiden Jahre später eine kurze Beziehung hatten. Sie war jedoch nicht die geheimnisvolle Frau, die Ted schließlich heiratete. Berühmte Persönlichkeiten werden in der Regel von Paparazzi und Boulevardzeitungen verfolgt, aber manchmal gerät das Ganze außer Kontrolle. Obwohl Holmes die meisten Geschichten, die über sie geschrieben wurden, häufig ignoriert, verteidigt sie sich, wenn falsche Gerüchte ihren Ruf schädigen. Eine Boulevardzeitung beschuldigte den Star, drogensüchtig zu sein, aber sie ließ die Anschuldigungen nicht auf sich beruhen. Sie reichte eine Verleumdungsklage gegen das Star Magazine ein, nachdem ein Artikel veröffentlicht worden war, in dem angeblich ihr Drogenkonsum thematisiert wurde. Holmes gewann den Prozess letztendlich, wahrscheinlich dank seines hervorragenden Anwalts, jung und verliebt. Holmes ging mit einer Reihe von anderen Personen aus, bevor sie sich in Tom Cruise verliebte. Der Schauspieler, der ihren Co-Star in Dawson's Creek spielte, Joshua Jackson, war ihre erste Liebe. Holmes sagte, sie habe sich in ihn verliebt und es sei das erste Mal gewesen, dass sie so etwas empfunden habe. Diese Aussage machte sie in einem Interview mit den Rolling Stones. Junge Liebe hat eine wunderbare und liebenswerte Reinheit, auch wenn sie oft nicht so gemeint ist. Obwohl sie nicht mehr zusammen sind, haben Holmes und Jackson eine enge Freundschaft aufrechterhalten. Da ihre erste Liebe die denkwürdigste Zeit in ihrem Leben war, äußerte sie nostalgische Gefühle, wenn sie daran zurückdachte. Unvergänglich glorreich Katie Holmes ist ohne jeden Zweifel absolut umwerfend.
In anderen Listen wurde sie als eine der schönsten Personen der Hollywood-Industrie aufgeführt. Im Jahr 1998 wurde sie von der schwedischen Zeitschrift Expressen Fredag zum Babe des Jahres gewählt. Im folgenden Jahr wurde sie in die Liste der 102 sexiesten Frauen der Welt, in die Liste der Hot 100 von Maxim und in die Liste der 21 heißesten Stars unter 21 von Teen People aufgenommen. Holmes war 2005 auf Platz 72 der FMH-Liste der 100 sexiesten Frauen. Es muss also eine Ehre sein, auf dieser Liste zu stehen. Die Schauspielerin hat im Laufe ihrer Karriere eine Vielzahl schöner Kostüme getragen. Eines der denkwürdigsten ist jedoch eine Cruise Jeans, die sie im Jahr 2008 allein mit ihrem Kind in einem Park trug. Die Tatsache, dass Holmes einen Pullover und eine weite Schlabberhose trug, die zuvor ihrem Ehemann gehört hatte, erregte fast sofort die Aufmerksamkeit von Modekritikern in aller Welt. Nicht jedem gefiel das, wie es aussah. Weil sie Hosen trug, die für Männer gedacht waren, wurde sie von einigen Modebloggern als Kuckuck bezeichnet. Trotzdem gilt Holmes als Begründerin des Boyfriend-Jeans-Stils, der in der heutigen Modewelt immer noch beliebt ist. Selma Blair stand kurz davor, die Rolle der Joey Potter zu spielen. Selma Blair, die sich für die Rolle beworben hatte, hätte sie fast bekommen, aber der Autor und die Produzenten entschieden sich für Holmes, nachdem sie das von Holmes eingesandte Vorsprechband gesehen hat. Kevin Williamson, der Schöpfer von Dawson's Creek, wurde mit den Worten zitiert: Als dieses Video auftauchte, hat es mein ganzes Leben verändert. Trotz der Tatsache, dass Blair nicht für die Rolle ausgewählt wurde, hat sie in ihrer Karriere eine Menge Erfolg gehabt und ist in anderen Rollen bekannt geworden. Andererseits können wir nicht umhin, darüber nachzudenken, wie drastisch anders die Sendung verlaufen wäre, wenn Blair die Rolle der Potter gespielt hätte. Holmes' erstes Engagement. Früher in ihrem Leben war Katie Holmes mit einem anderen Schauspieler verlobt. Das war, bevor sie ihre turbulente Romanze mit Tom Cruise begann. Seit 2003 ist sie mit Chris Klein, der vor allem durch seine Rolle in American Pie bekannt ist, zusammen, von dem sie aufgrund der Anforderungen ihres Jobs 3 Jahre lang getrennt. Klein sagte, dass er und Holmes der Ballkönig und die Ballkönigin waren, als sie sich zum ersten Mal trafen. Die beiden begannen ihre Beziehung durch gemeinsame Freunde. Obwohl ihre Beziehung 2005 friedlich endete, kurz bevor die Schauspielerin mit Tom Cruise zusammenkam, hat Klein erklärt, dass er immer noch mit Holmes befreundet ist. Nachdem sich Katie Holmes von Tom Cruise scheiden ließ, kamen Gerüchte auf, dass sie mit Jamie Foxx zusammen sei. Diese Gerüchte besagten, dass die beiden ein Paar seien. Als sie sich mit Fox in einem Hotel trafen, trugen die beiden Perücken und Hüte, um ihre Verbindung zu verschleiern. Sie taten alles in ihrer Macht Stehende, um ihre Beziehung geheim zu halten. Sie waren jedoch bis 2019 in einer Beziehung, als sie beschlossen, an die Öffentlichkeit zu gehen. Sie wurden 2013 zum ersten Mal zusammen in den Hamptons gesehen, bestritten aber, ein Paar zu sein. Erst 2015 wurden sie wieder zusammen gesehen, als sie händchenhaltend fotografiert wurden. Dass Holmes und Fox trotz ihres vollen Terminkalenders Zeit füreinander fanden, beweist die Tatsache, dass sie gemeinsam Geburtstage feierten, gemeinsam in den Urlaub fuhren und sich sogar am Set sahen. Obwohl sie schon lange zusammen waren, gaben sie ihre Beziehung nicht zu, indem sie bei einem Treffen vor der Verleihung der Grammys nebeneinander saßen und sich so verhielten, als wären sie Freunde. Ein paar Wochen später verließ Fox ein Live-Interview, nachdem der Interviewer ihn gefragt hatte, wie er und seine angebliche Freundin Katie Holmes den Valentinstag feiern würden, wenn sie zusammen wären. Als ihre Beziehung öffentlich wurde, bedeutete dies das Ende. Es ist interessant, dass Holmes und Fox ihre Beziehung oder Trennung vom Beginn ihrer Beziehung bis zum Ende ihrer Beziehung nie bestätigt haben. Nachdem sie ihre Beziehung fast 4 Jahre lang geheim gehalten hatten, zeigten sie sich bei der Met Gala 2019 endlich als Paar vor der Weltöffentlichkeit. Sie kamen getrennt, posierten aber anschließend in identischer Kleidung für Fotos. Andererseits hieß es, dass das Paar seine Beziehung ein paar Monate später beendete und erst im August 2019 wurde ihre Trennung öffentlich bekannt, als Fox mit einer anderen Frau gesehen wurde. Es ist interessant, dass Holmes und Fox zunächst romantisch miteinander in Verbindung gebracht wurden, als sie bei der 4. jährlichen Apollo in the Hamptons Spendenaktion zusammen auf der Bühne tanzten. Außerdem wurde gemunkelt, dass er viel Zeit in ihrem Haus in New York City verbrachte. Sie und Fox wurden Freunde, als sie gemeinsam an dem Film Collateral arbeiteten, bevor sie mit Holmes zusammenkamen. Als Cruise und Holmes 2006 heirateten, lernte sie den Sänger bei einem Fußballspiel kennen und die beiden unterhielten sich, während sie auf dem Spielfeld spielten. Eine Reihe von Faktoren, darunter Holmes' Scheidungsvereinbarung und die zwischen den beiden bestehende Freundschaft, sollen zu der Entscheidung des Paares beigetragen haben, ihre Verbindung zu verheimlichen. Danach kam das Ende. Us Weekly wurde von einer dem Paar nahestehenden Quelle darüber informiert, dass Fox die Quelle von Spannungen in ihrer Beziehung gewesen sei. Die Quelle erklärte, es ist viele Jahre her, dass er mit anderen Frauen ausgegangen ist. Er behandelt sie mit Geringschätzung und ihr Leben ist sehr unterschiedlich. Seine Partygewohnheiten passen nicht zu ihren,
denn sie ist hauptsächlich mit der Arbeit und der Erziehung ihres Kindes beschäftigt. Obwohl die 3-jährige Romanze einvernehmlich beendet wurde, gab es mehrere widersprüchliche Berichte darüber, was schiefgelaufen war und wer die Schuld daran trug. Geschichten, die gesponnen werden, in Situationen, in denen es keine echten Nachrichten zu verbreiten gibt, kann sogar etwas so Alltägliches wie ein Lebensmitteleinkauf so dargestellt werden, als wäre es bemerkenswert. Als Katie Holmes und Suri beim Einkaufen bei Whole Foods gesehen wurden, sorgte dies für Aufsehen in der Modewelt. Sie wurden beim Lebensmitteleinkauf gesichtet und am nächsten Tag begannen die Leute zu spekulieren, dass sie einen versteckten Eingang zu einem Whole Foods Einkaufszentrum in New York hatten. Man hatte den Eindruck, dass Mutter und Tochter diese Maßnahme ergriffen hatten, um nicht von den Medien erwischt zu werden, die Gerüchte waren jedoch völlig unbegründet. In Holmes' Haus gibt es keine verbotenen Bücher, was eine wirklich positive Entwicklung ist. Obwohl Margaret Atwoods Bestseller The Handmaid's Tale für Leser ab 16 Jahren gedacht ist, ermutigt sie ihre Tochter Suri, neue Dinge zu lernen. Auch wenn Suris Vater sie vor Schaden bewahrt hat, ist Holmes sehr daran interessiert, dass sie sich neues Wissen aneignet. Auf ihrer Reise zu einem Freund mit Holmes stieß Suri auf den dystopischen Roman, was ihr eine Menge Kritik einbrachte. Obwohl sie einen sehr vollen Terminkalender hat, ist Holmes eng in Suris Entwicklung eingebunden. Sie weiß, wie ihre Tochter heranreift und versteht, wie wichtig es ist, jeden einzelnen Moment, den sie miteinander verbringen, zu genießen. Es lässt sich nicht leugnen, dass die beiden sich sehr nahestehen, vor allem wenn man bedenkt, dass die Beziehung von Tom Cruise und Suri als sehr instabil gilt. In einem Interview gab Holmes folgende Erklärung ab: Jeden Tag entfernen sich die Kinder ein Stückchen weiter von ihm. Das ist eine gute Idee, die man in Betracht ziehen sollte. Es ist beunruhigend, dass sie nicht selbstständiger werden, obwohl sie es sollten. Man möchte, dass sie für den Rest ihres Lebens bei einem bleiben. Suris Mutter zu sein, ist für Katie die größte Freude auf der Welt. Ein leidenschaftlicher Kuss wurde zwischen Holmes und dem berühmten Küchenchef Emilio Vitolo Jr. im Jahr 2020 gesichtet. Holmes ist dafür bekannt, dass sie ihre romantischen Verlobungen geheim hält. Die beiden begannen ihre Verabredung in Vitolos Familienrestaurant und verliebten sich fast sofort nach ihrem Kennenlernen einander. Da Vitolo erst vor kurzem eine längere Beziehung beendet hatte, dauerte es einige Zeit, bis die beiden miteinander ausgingen, aber schließlich taten sie es doch. Es wurden Fotos von ihnen gemacht, auf denen sie Händchen halten, einkaufen gehen und Zeit miteinander verbringen, als sie sich gerade erst kennengelernt hatten. Erst im Dezember 2020 machten sie ihren Instagram-Account öffentlich, aber die Realität schlug zu, bevor sich ihre Romanze weiterentwickeln konnte. Leider hat es nicht geklappt. Es hieß, dass die beiden weiterhin befreundet waren, aber ihre Sommerromanze hielt nicht länger. Es schien, als ob Holmes und Vitolo Jr. dabei waren, ihre festen Partnerschaften zu beenden. Obwohl sie anfingen, leidenschaftlich ineinander verliebt zu sein, verschlechterte sich ihre Beziehung schnell. Trotz ihrer offensichtlichen Kompatibilität kann es zu unerwarteten Ereignissen kommen. Das letzte Mal sah man sie im März 2021 zusammen, als sie in New York einkaufen waren. Sie schwiegen eine Zeit lang, bevor sie sich schließlich im Mai 2021 entschieden, ihre Beziehung zu beenden. Wie alt ist Holmes jetzt? Katie Holmes, eine prominente Hollywood-Schauspielerin, die heute 42 Jahre alt und Mutter einer bezaubernden 15-jährigen Tochter ist weiterhin eine erfolgreiche Berühmtheit in der Unterhaltungsindustrie. Zuletzt war sie in dem übernatürlichen Horrorfilm Brahms, The Boy 2 zu sehen, in dem sie bereits zuvor mitgespielt hat. Im Jahr 2020 spielte sie die Hauptrolle in dem Film The Secret, Dare to Dream, der auf Video on Demand zur Verfügung gestellt wurde, weil die Kinos wegen der Pandemie geschlossen waren. In der ersten Woche nach seiner Veröffentlichung war er der Film, der am häufigsten über Fandango Now und Apple TV ausgeliehen wurde. Darüber hinaus arbeitet sie an einigen Projekten. Ihre Kassenschlager Holmes hat in einigen der erfolgreichsten Filme Hollywoods mitgespielt, darunter Batman Begins, Jack and Jill, übrigens ein furchtbarer Film, Phone Booth und The Giver, die zusammen $673 Millionen an den Kinokassen einspielt. Obwohl sie sich immer für ihren Beruf begeistert hat, wäre sie wahrscheinlich nicht so bekannt wie heute, wenn sie die Gelegenheit, in Dawson's Creek mitzuspielen, ausgeschlagen hätte. Es ist möglich, dass sie sich gegen den Willen ihres Vaters dafür entschieden hätte, Ärztin zu werden. Trotz der Tatsache, dass ihre Ehe mit dem Sweet Magnolia Schauspieler all ihre Bemühungen, eine große Schauspielerin zu werden, in den Schatten gestellt hat, ist Holmes entschlossen, dies zu ändern. In einem Interview mit dem People Magazine fügte sie hinzu: Ich möchte nicht, dass ein Moment in meinem Leben mich definiert, dass ich das bin, was ich bin. Ich will wirklich nicht, dass das passiert. Das sollte der Name sein, mit dem die Leute sich an mich erinnern. Ich war früher ein Schauspieler, ich bin heute ein Schauspieler. Und ich war früher ein Schauspieler. Die Tatsache, dass Holmes vor allem für ihre Ehe mit Tom Cruise bekannt ist, empfindet sie als ziemlich irritierend, obwohl sie in einer Reihe von populären Filmen und Fernsehserien mitgespielt hat. Heute ist Katie Holmes ein Symbol für stille Stärke. Sie hat ihr Leben und ihre Karriere aus eigener Kraft wieder aufgebaut. Aber der Schatten ihrer Ehe mit Tom Cruise liegt noch immer auf ihr. Und die Dinge, die sie ertragen musste,
bleiben eines der bestgehüteten Geheimnisse Hollywood. Was glaubst du, was wirklich zwischen den beiden passiert ist? Schreib uns deine Meinung in die Kommentare unten. Wenn Ihnen dieses Video die Augen geöffnet hat, klicken Sie auf Gefällt mir und abonnieren Sie es für weitere Geschichten, die Hollywood nicht hören will.